Hallo und herzlich willkommen zu Accessible Forest Podcast. Mein Name ist Umut und heute sprechen wir über die heilende Kraft der Natur für Geflüchtete. Unser Gast ist Jabal Jane, die im Projekt mitgearbeitet hat. Jabal, bitte stell dich kurz vor. Wer bist du? Wo arbeitest du? Und was war deine Rolle im Projekt Accessible Forest? Dankeschön, danke für die Einladung. Ich bin sehr, sehr froh, hier sein zu dürfen und ich freue mich auf das Gespräch auch. Ich heiße Jabal und ich arbeite im Refugium Lichtenberg. Das ist eine Unterkunft für geflüchtete Menschen. Da sozusagen betreue ich Ehrenamtlichen, das heißt Leute, die bei uns Ehrenamtlichen was machen wollen und auch Projekte im Haus, sowohl für Kinder, aber auch für die Erwachsenen. Wir machen so unterschiedliche Projekte im Haus, das dann auch so Freizeitprojekte oder Lernförderungsprojekte, aber auch so Patenschaften, das heißt Leute, die bei uns einfach mal geflüchtete Unterkünfte Menschen begleiten wollen, zum Beispiel beim Termine. Genau, das ist so ein bisschen so vielfältig, ja. Du hast auch selbst an einem Spaziergang teilgenommen, richtig? Ja, genau, richtig, ja. Wie war das? Das war richtig schön, super schöne Erfahrung, fand ich richtig cool. Das war letztes Jahr, kann mich noch erinnern, im April. Und das war das erste Projekt überhaupt, was wir mit sozusagen in diese Richtung, ich meine, im Naturprojekt, genau, was wir vor allem mit Erwachsenen, weil bei uns ist es so, dass wir die Erfahrung haben, dass wir viele Projekte mit Kindern haben, aber sehr wenig für Erwachsene. Und ja, genau. Im ersten Moment war ich total begeistert von dem Projekt, aber ich hatte auch ein bisschen so Sorge, ob das wirklich genau die Bewohner interessieren würde. Genau, aber das war richtig, richtig schön. Und an dem Tag hat auch sehr geregnet, kann ich noch erinnern. Und da waren genau Frauen hauptsächlich dabei. Und ja, ich könnte einfach mal die in einer ganz anderen Umgebung miterleben. Und ich fand, die hatten auch super viel Spaß daran und ich auch selber. Ja. Ja, ich verstehe dich. Ich habe auch teilgenommen und es war richtig, richtig schön. Ja. So, dann, wie sieht der Alltag in Flüchtlingszentren aus? Was macht die Arbeit besonders? Genau. Die Arbeit dort in Flüchtlingsunterkünfte, das heißt in geflüchtete Unterkünfte, ist auch super vielfältig. Genau, das ist dann auch so wie verschiedene Bereiche. Wir haben ja sozusagen Sozialberatung, Sozialteam, Sozialbetreuer und Kinderbetreuungsteam. Und was das Besonderes macht, ist, dass man verschiedene Menschen kennenlernt aus unterschiedlichen Ländern. Und vor allem Menschen mit Fluchterfahrung. Wir sind eine Unterkunft, genau, Erstaufnahmeeinrichtung. Das bedeutet, wenn die Leute einen Asylantrag stellen in Deutschland, würden sie dann direkt in den Unterkünften wie unsere geschickt. Genau, das heißt, das ist ihren erstes Ankunftszentrum sozusagen überhaupt. Genau, und das ist total spannend zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln und verschiedene Ansichten, verschiedene Interessen. Und das ist auch ein bisschen herausfordernd auch. Genau, super große Herausforderung, weil genau, man muss so viele Menschen einfach mal gucken, was dann genau, was die Bedarfe so sind und nicht. Ja, aber Sehr schön noch. das war schön. Dann, was war deine erste Reaktion, als du von den Naturspaziergängen gehört hast? Meine erste Reaktion, ich war total begeistert und wie gesagt am Anfang, dass ich auch total neugierig war, irgendwie um mehr zu erfahren über das Projekt. Und das war überhaupt ein erstes Projekt dieser Art, was ich dann sozusagen mitbegleitet dürfen und mit unseren Bewohnern mitmachen können. Aber das war richtig cool. Dann habe ich dann mehr Infos zu dem Projekt, zu dem Ablauf bekommen. Und ja, dann haben wir einfach mal so ein bisschen Strategie gefunden, wie wir die Bewohner dazu einladen.
weil das war auch im ersten Moment auch sozusagen ganz neu für den. Ja. Man musste mal ein bisschen so erklären, was das bedeutet. Und wir haben einfach so als Picknick auch verbunden, Ah ja. um die Menschen einfach mal einzuloggen, weil die sollen ja eine Begriffe schon kennen, wo sie damit anfangen können. Und das war richtig Ja, cool. richtig schön. Dann, worauf sollte man achten, wenn man Geflüchtete zu einem Spaziergang einlädt? Genau, was man dann achten soll, ich würde als erste Linien die Zeit, genau die Zeit und auch den Ort, wo man das Projekt durchführt. Sollte man einen Park in der Nähe wählen? Genau, das ist auch so, der Ort sollte nicht so weit genau von der Unterkunft sein, weil das ist so, das macht alles einfacher. Man kann dann vielleicht so Fuß laufen und das motiviert dann die Leute daran teilzunehmen, wenn sie wissen, das ist gar nicht so weit. Und vor allem, genau, dass es dann auch ein Park dazu ist, wo sie dann später vielleicht nochmal hingehen können. Und wenn es dann das Wetter auch schön ist, das macht ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mal rauszukommen. Genau. Das war dann Und so. ist es wichtig, dass Familien mit Kindern teilnehmen? Genau, das finde ich auch total gut, weil ich kann mir noch erinnern, viele könnten nicht daran teilnehmen, weil sie gerade niemanden hatten, die Kinder aufpassen sollen. Und das Angebot war ja für die Erwachsenen. Genau, für die Zukunft würde ich das so anders machen. Vielleicht genau versuchen in der Zeit eine Kinderbetreuung zu finden, jemand, der die Kinder aufpasst. Dann können sie dann sozusagen die Eltern daran teilnehmen. Genau. Ja, verstehe ich. Dann, welche Auswirkungen haben die Spaziergänge auf die Teilnehmenden und auf dich persönlich? Auf die Teilnehmerperspektive, ich war, glaube ich, als Pädagoge, genau. Für mich war die Rolle sozusagen diese beobachtende Perspektive. Ich kannte schon einige Teilnehmende davon und für mich war auch richtig schön zu sehen, vor allem eine von den Teilnehmenden, die ein bisschen so diesen Spaziergang mit ihrem Heimatland verbunden hat und ihre Kindheit. Genau, das war schön zu hören, andere Perspektive von ihr zu erfahren, obwohl die Sprachbarriere nochmal da ist. Aber das sollte auch keine Barriere auch sein, sozusagen. Genau, die könnten so ein bisschen ihre Ansichten durch verschiedene Art und Weise äußern, zum Beispiel durch Malen. Ich kann mir noch ganz gut erinnern, als sie mal sozusagen als die Veranstalter ihr dann losgeschickt haben, ein bisschen so die Natur zu erkunden, die waren total in ihrem Welt komplett und das fand ich total schön zu beobachten. Und für mich persönlich auch war das richtig auch schöne Erfahrung und vor allem, genau, die Teilnehmenden in solche Perspektive zu gehen und für mich auch, hat mir auch sehr gut getan. Einfach, ich war im Kontext der Arbeit, aber trotzdem genau, ein bisschen mal rauszukommen aus meiner Arbeitsstelle und an einem anderen Ort zu sein, war für mich total schön und ja. Ja, wir alle brauchen. Dann kannst du eine konkrete Geschichte erzählen, die dich berührt hat? Im Kontext der Arbeit oder Oder meinst du? mit dem Spaziergang, mit dem... Genau, wie ich gesagt habe, das war diese Teilnehmende, die ein bisschen ihr Heimatland verbunden hat. Das hat für mich Das auch, weiß ich schon. Ja. genau, das hat mich schon berührt, weil sie ist dann von ihrem Heimatland sozusagen ausgeflogen und nach Deutschland. Und das fand ich total richtig, das hat mich richtig berührt, weil sie hat das sozusagen positiv Erlebnisse in ihrem Heimatland und auf irgendeinen Grund musste sie ihr Heimatland verlassen. Genau, das war für mich auch total persönlich, hat mich sehr berührt, ja. Dann, was würdest du Menschen raten, die keine Erfahrung haben, aber helfen möchten? Für die Geflüchteten, die keine Erfahrung. Ich glaube,
man kann immer helfen. Man braucht nicht sozusagen keine Erfahrung zu haben. Und genau, die Leute schätzen einfach, jede Unterstützung ist wirklich wert. Genau, man kann einfach mal so als Ehrenamtlichen anfangen und gucken, wo die Person sozusagen Hilfe braucht und vor allem so gewisse Toleranz und Akzeptanz auch einfach mal zeigen. Ich finde, das würde schon sehr viel helfen, aber Erfahrung an sich braucht man nicht so wirklich. Ja. Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft von Projekten wie Accessible Forest? Ich wünsche mir, dass solche Projekte noch mehr gibt, dass noch mehr Menschen erreichen, dass solche Veranstaltungen nicht nur einmal oder zweimal stattfindet, dass das so regelmäßig auch solche Sachen stattfindet, weil ich finde so wichtig, vor allem in der Kontext von Fluchterfahrung. Genau, weil man sieht einfach mal, dass die Leute zum Beispiel in geflüchtete Unterkünfte, die Menschen sind in engen Räumen, das ist einfach mal ganz gut, mal rauszugehen, ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Und das ist auch für die psychische Gesundheit so ein Pluswert. Und ich wünsche mir, dass dann andere Unterkünfte auch davon profitieren, solche Erfahrungen. Ja. Und ich habe eine andere Frage. Wie reagieren Geflüchtete aus anderen Kulturen auf die deutsche Natur? Für mich es war anderes, großes Wald und ein großes Baum in dem dieses Wald. In Mailand es gibt nicht so viel Wald wie so Deutschland. So. Genau, im ersten Moment, als wir da waren, das war auch so ein bisschen unsicher, weil es hat noch geregnet, solche Sachen. Wir haben ja noch einen Platz gesucht, wo wir hinstellen wollen. Und ich habe dann einfach mal so bemerkt, dass sie total begeistert war. Vor allem, das Ort ist 15 Minuten entfernt zu Fuß von der Unterkunft. Und das war das erste Mal, dass das Ort sehen. Und das war total begeistert. Das ist hier in der Nähe von uns. Genau, ich würde noch mal kommen mit meinen Kindern und so. Das ist schön. Genau, die fanden den Ort einfach total schön und mit viel Natur. Ja. Vielen Dank, Jabba, für diese tolle Gespräch und deine wichtige Arbeit. Sehr gerne. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Bleibt dran für die nächste Folge.